Analysten erwarten bereits einen Ölpreis von $200 pro Barrel noch dieses Jahr und beim Gas könnte es noch schlimmer sein. Hier könnte sich der Preis im Vergleich zum Januar um sogar fast verzehnfachen. In diesem Video analysieren wir, warum die jüngste Eskalation im Nahen Osten dieses Szenario immer wahrscheinlicher macht und was die konkreten Folgen für Deutschland und damit auch für dich wären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch dir die ganze Lage im Nahen Osten langsam unheimlich wird, wenn du bereits negative Konsequenzen für dich, deine Familie, dein Vermögen am Horizont siehst und dich konkret mit einem Plan B, mit einem Exit-Szenario beschäftigst, dann lade ich dich ein zu unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, wo wir genau über solche Dinge reden. Denn es ist ja nicht nur diese neue geopolitische Krise, die uns bedroht. Die Lage war ja auch schon davor mehr als prekär. Wirtschaftlich geht es in Deutschland immer weiter bergab. Steuern werden immer weiter erhöht. Die EU zieht das Kontrollnetz immer enger. Und wir wissen, dass ein solcher Krieg von Politikern gerne als Rechtfertigung dafür genommen wird, noch mehr auf dein Vermögen zuzugreifen und deine Freiheit weiter einzuschränken. Mit dabei bei diesem Seminar, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten, ist auch Herr General außer Diensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Angela Merkel. Er wird dir helfen, die Situation am Golf und weltweit einzuordnen und dir Tipps geben, wie du deinen Plan B um diese Krise herum bauen kannst, sodass du deine Schäfchen ins Trockene bringen kannst. Ebenso mit dabei natürlich Daniel und ich und noch einige andere interessante Sprecher. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Großbritannien und Frankreich gewannen 1956 den Suezkrieg. Innerhalb weniger Stunden zerstörten sie die ägyptische Luftwaffe am Boden und erlangten vollständige Luftherrschaft. Sie zerschlugen große Teile der ägyptischen Panzerverbände. Der Angriff war militärisch professionell geplant und sie erreichten alle ihre taktischen Ziele und das in kurzer Zeit. Und doch endete die Suezkrise in der größten Demütigung Frankreichs und Großbritanniens seit 1940. Denn London und Paris hatten die wirtschaftlichen Folgen völlig unterschätzt. Kapitalflucht setzte ein, die festen Wechselkurse nach dem Bretton-Woods-System setzten die Währungen beider Länder stark unter Druck. Vor allen Dingen hatten sie die Stimmung in der Welt nach Ende des Kolonialzeitalters völlig unterschätzt. Donald Trump läuft große Gefahr, seine eigene Suez-Krise zu erleben, wenn er diesen Krieg nicht schnellstmöglich beendet, wenn er ihn überhaupt noch beenden kann. Die Märkte mögen kurz aufgeatmet haben, nachdem er angekündigt hat, dass der Krieg nur noch wenige Tage dauern wird, beziehungsweise praktisch beendet ist. Aber der Iran kämpft weiter, die Straße von Hormuz bleibt weiter geschlossen. Trump begann diesen Krieg mit strategischen Ölreserven der Vereinigten Staaten auf einem Rekordtief. Diese reichen gerade mal für 21 Tage. China hingegen verfügt über Vorräte, so schätzen Experten, für mindestens 120 Tage. Gleichzeitig fehlen genügend Kriegsschiffe, um die weltweiten Handelsrouten, insbesondere in der Straße von Hormuz, weiter zu beschützen. Der Puffer von rund 20 Millionen russischen Öls ist mittlerweile fast aufgebraucht. Wladimir Putin kann nicht einspringen und wird nicht einspringen. Er verkauft bereits so viel Öl wie nie zuvor. Er kann nicht mehr produzieren. Analysten von Société Générale schätzen, dass bereits 17 Millionen Barrel pro Tag vom Ölmarkt verschwunden sind. Das ist rund ein Sechstel des weltweiten Verbrauches. Beim Flüssiggas ist die Lage noch viel prekärer. Der Irak hat seine Lagerkapazitäten erschöpft. Er musste seine Produktion um 3 Millionen Barrel pro Tag reduzieren. Kuwait folgt diesem Beispiel. Abu Dhabi wird in wenigen Tagen ebenfalls drosseln. Saudi-Arabien verfügt zwar über weitere Lager, musste aber mehrere Ölfelder nach Drohnenangriffen schließen. Dadurch fallen mehr als 2 Millionen Barrel pro Tag aus. Energieexperten von Argus schätzen, dass bereits fast 7 Millionen Barrel pro Tag in der gesamten Region stillgelegt sind.
Ein Teil des saudischen Öls kann über die Ost-West-Pipeline zum Roten Meer geleitet werden. Allerdings sind die dortigen Häfen in ihrer Kapazität beschränkt und zudem liegen sie in der Reichweite der Houthi-Drohnen. Aber das Problem geht noch viel weiter. Sobald Bohrunternehmen nämlich ihre Felder stilllegen, eskaliert die Störung nicht linear, sondern sprunghaft. Schon nach wenigen Wochen gerät die empfindliche Physik der Öllagerstätten ins Ungleichgewicht. Jim Burkhardt, Chefanalyst für Öl bei S&P Global Energy, sagt, die Wiederaufnahme der Förderung in diesem Ausmaß wird eine enorme technische Herausforderung sein. Dauert der Produktionsstopp länger als einen Monat, können die Schäden an den Leitungen und Drucksystemen dauerhaft sein. Simon Flowers, Vorsitzender des Energieberaters Wood Mackenzie, sagt, in unseren Augen ist ein Ölpreis von $200 für 2026 keineswegs ausgeschlossen. Für Gas wäre das noch ein viel größeres Horrorszenario, wie ich es gerade eben schon erwähnt habe. Hier droht fast eine bis Verzehnfachung des Preises. Societe Generale berichtet, dass Investoren bereits auf 200 Euro pro Megawattstunde bei europäischen Gasfutures im September rechnen. Noch vor wenigen Wochen lag derselbe Kontrakt bei nur 26 Euro. Trump sprach von einem 20 Milliarden Dollar Fonds, abgesichert durch die US Finance Corporation, die Kriegsversicherungen für Schiffe im Golf gewährleisten soll. Doch dieser Vorschlag alleine zeigt, wie naiv eigentlich das Weiße Haus ist und wie wenig man dort Ahnung vom globalen Schifffahrts- und Versicherungsmarkt hat. Helima Croft, frühere CNN-Angestellte und heute Analystin bei RBC Capital, warnt, schon alleine das Freiräumen der heute blockierten Schiffe rund um die Straße von Hormuz könnte die gesamte Risikokapazität von 205 Milliarden Dollar der US-Behörden überfordern. Iran verfügt weiterhin über ein großes Arsenal von Drohnen mit großer Reichweite. Sie können praktisch von überall gestartet werden. Denke daran, dass der Iran 5-mal so groß ist wie Deutschland. 2-mal so groß wie der Irak, 2,5-mal so groß wie Afghanistan. Außerdem können eine Vielzahl kleiner, schneller Boote, die mit Sprengstoff beladen sind, gezielt Tanker angreifen, die versuchen, durch die Straße von Hormuz zu fahren. Eine neue gefährliche geopolitische Entwicklung ist außerdem Chinas Eingreifen. Peking hat ein modernes Signalschiff mit Zerstörern in die Region entsandt. Seine elektromagnetischen Sensoren können den Iranern in Echtzeit Informationen über amerikanische und israelische Flugzeuge liefern. Ein Experte bezeichnete das Schiff als einen schwimmenden Supercomputer. Dieser kann Petabytes an Daten verarbeiten und das unsichtbare Schlachtfeld kartieren. Warum schaltet sich China hier ein? Nun, ein Problem für China ist, dass sie zwar sehr viel Geld in ihr Militär investieren, aber relativ wenig praktische Erfahrung haben. Deswegen sind sie ganz begierig darauf, bei solchen Konflikten solche Technologie kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil sie da das Ganze mal unter realistischen Konditionen in echt sozusagen testen können. Vor diesem Hintergrund einer weiteren Eskalation zeigen sich viele Experten skeptisch. So sagt zum Beispiel der Chef der Petroleum Corporation, dass die angebotene Versicherung bei weitem nicht genug sei. Wir werden nur durch den Golf fahren, wenn wir von der US-Marine glaubwürdige Sicherheitsgarantien bekommen. Doch bisher, so sagt er, gibt es keinen Plan für einen Konvoischutz. Seit über 80 Jahren verkehren Schiffe die Straße von Hormuz jeden einzelnen Tag. In diesen 80 Jahren, das musst du dir mal vorstellen, an keinem einzigen Tag wurde sie vollständig geschlossen. Wir betreten, so sagt er, also eine ganz neue geopolitische Ära. Trump kündigte zwar an, dass bald Marinekonvois zur Begleitung der Tanker zur Verfügung gestellt werden, aber wie das konkret funktionieren soll, dazu machte er keine Angaben. Und faktisch kann das eigentlich auch gar nicht mehr schnell genug passieren, um eine globale Energiekrise bisher ungekannten Ausmaßes noch zu verhindern. Die USA verfügen in der Region momentan nur über 12 Kriegsschiffe und diese sind bereits in Kampfoperationen eingebunden. Sie haben also gar keine Kapazität mehr, irgendwelche Tanker durch die Straße von Hormuz zu begleiten. Um den permanenten Strom von Tankern, die laufend durch die Straße von Hormuz fahren, zu schützen, wären vermutlich laut Expertenangaben rund 20 Schiffe notwendig. Die müsste man erstmal an den Golf verlegen, was möglicherweise mehrere Wochen an Zeit braucht. Zudem müssten europäische Minensuchboote eingesetzt werden. Ohne es vielleicht selbst zu bemerken, hat Trump damit eine unangenehme Realität offengelegt. Die Vereinigten Staaten sind eben nicht mehr die militärische Supermacht, die sie einmal waren. Sie können die Welt nicht mehr militärisch dominieren.
Sie verfügen über hervorragende Streitkräfte und Technologie, aber das ist nicht dasselbe wie eine globale Hegemonie. Unter Ronald Reagan lag der Verteidigungshaushalt noch bei 6,7% des BIP. Heute verfügt Trump über eine Marine, die nur noch halb so groß ist. Und außerdem über ein Militärbudget, das natürlich gigantisch ist, aber im Vergleich nur 3,4% des BIP ausmacht. Daran ändert auch nichts eine Umbenennung des Pentagons in das Kriegsministerium wenig. Trump behauptet, die USA seien gegen einen Energieschock immun. Sie seien ja mittlerweile der größte Energieexporter der Welt. Er sagt, die Energiekrise, das betrifft uns nicht wirklich. Ich hatte ja schon in vorherigen Videos dargestellt, dass das natürlich völliger Quatsch ist. Denn Öl ist ein global gehandeltes Gut und auch das Öl, das in den USA gehandelt wird, wird zum weltweiten Marktpreis gehandelt. Da kann nicht einfach Trump jetzt mal gigantische Mengen abzwacken, um das dann zum Beispiel den amerikanischen Tankstellen zuzuführen. Natürlich könnten jetzt die USA ein Exportverbot einführen. Das wurde ja unter Jimmy Carter schon mal eingeführt. Sie müssten aber dann dennoch 9 Milliarden Barrel täglich importieren. Amerikaner fahren jährlich doppelt so viele Kilometer wie Europäer und ihre Autos verbrauchen im Durchschnitt doppelt so viel wie europäische Fahrzeuge. Dadurch sind sie etwa 4-mal so empfindlich gegenüber steigenden Preisen. Auch beim Fliegen liegt der Pro-Kopf-Verbrauch ungefähr doppelt so hoch wie in Europa. Bei meinem letzten Video lag der Benzinpreis durchschnittlich in den USA bei 2,90 $ pro Gallone. Mittlerweile ist er auf 3,50 $ gestiegen. Beim Diesel hat er sich sogar auf 4,60 $ verdoppelt. Ich hatte dir ja gesagt, dass alles über 4 $ pro Gallone extrem kritisch ist und buchstäblich zu einem Volksaufstand in den USA führen wird. Denn in einer ohnehin angespannten Wirtschaft mit steigender Arbeitslosigkeit und wachsender Wut über die Lebenshaltungskosten könnte das politisch explosiv werden. Je länger die Ölproduktion im Golf strukturell beschädigt bleibt, desto stärker steigen die Preise zeitverzögert weiter. Niemand weiß genau, wo die politische Belastungsgrenze in den USA tatsächlich liegt. Ich hatte ja gesagt, dass sie bei $100 erreicht ist. Manche Experten sagen auch $150, aber irgendwo dazwischen wird der Wert liegen und dort wird dann Trumps Wählerbasis richtig erschüttert werden. $200 würden seine Präsidentschaft garantiert zerstören. Zwar ist die Ölintensität der Weltwirtschaft seit der arabischen Ölkrise im Jahr 1973 fast halbiert worden. Doch damals ging es vor allem ums Öl. Katar war damals noch ein Fischerdorf. Flüssiggas wird nämlich aus der Golfregion erst seit 1996 exportiert. Heute produziert die Region 30% des weltweiten Harnstoffs, liefert 20% der Düngemittel für amerikanische Farmer, produziert 1/8 des weltweiten Polypropylens und Ethylens sowie 1/10 des Aluminiums. Die Weltwirtschaft ist heute ungleich stärker von der Region abhängig. Die Märkte gehen deshalb davon aus, dass Trump bald den Sieg erklären wird, bevor ein globaler Versorgungsschock entsteht, der mit der Covid-Krise vergleichbar wäre. Natürlich, diese Wette könnte aufgehen. Aber bisher hat Trump leider die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn Irans Revolutionsgarden haben sich geweigert, ihm diesen Ausstieg leicht zu machen. Wir werden bestimmen, wann dieser Krieg endet, so sagten sie gestern. Am Ende entscheidet sich alles an einer einzigen Frage, am inneren Konflikt in Trumps Persönlichkeit. Wird seine Angst vor einer Niederlage bei den Midterm-Wahlen überwiegen? Oder sein verletzter Stolz und sein Bedürfnis, überall und jederzeit die Eskalationsdominanz zu behalten? Das ist die $200-Frage. Und für uns ist natürlich die $200-Frage, was das alles für Konsequenzen tatsächlich auf Deutschland haben könnte. Ich habe es ja gerade eben gesagt, Experten gehen davon aus, dass wirtschaftlich die Krise so groß sein könnte wie während Covid. Du weißt ja, welche Dinge man in Covid so politisch gesagt hat, welche Ideen da so politisch lanciert wurden, wie viele Politiker gerade der SPD zum Beispiel von einem Lastenausgleich sprachen, von einer Vermögensabgabe sprachen, davon die Steuern zu erhöhen. Ich denke, dass wir uns sehr bald auf solche Diskussionen wieder einstellen müssen, wenn nicht dieser Krieg sehr schnell endet und natürlich auch die Iraner sich bereit erklären, das Kriegsbeil zu begraben. Denn Deutschland leider ist extrem energieabhängig. Unsere dämlichen Regierungen, angefangen bei der CDU und natürlich haben es dann SPD und Grüne noch viel schlimmer gemacht, haben sich aus unerfindlichen Gründen dazu entschlossen, die deutschen Kernkraftwerke abzuschalten. Das Gegenteil wäre das Richtige gewesen. Sie hätten mehr Kernkraftwerke bauen sollen. Das sieht selbst unsere Ursula von der Leyen mittlerweile so. Sie hat diese Woche gesagt, dass die Abkehr von der Kernenergie ein großer Fehler war. Und er wird möglicherweise der Fehler sein,
sein, der zum Niedergang des deutschen Wirtschaftsstandorts führen wird. Denn nach diesem Ausstieg aus der Kernenergie, nach dem Wegfall des russischen Gases und mit der steigenden Abhängigkeit von Flüssiggas ist Europa noch viel extremer als zuvor auf den Nahen Osten angewiesen. Die Schließung der Straße von Hormuz führt zu explodierenden Ölpreisen, steigenden Strompreisen und gerade energieintensive Industrien geraten unter Druck. Wenn du Unternehmer bist, wenn du exportierst, dann heißt das für dich ganz konkret höhere Produktionskosten, sinkende Wettbewerbsfähigkeit und geringere Unternehmensbewertungen. Ich denke, dass viele Unternehmer dann ihre Position vergleichen werden mit Unternehmen zum Beispiel in den USA, in Kanada und den Golfstaaten und sich gut überlegen werden, ob sie ihre Unternehmen in Deutschland noch weiter betreiben sollen oder ob es nicht besser ist, alles zu verkaufen, ins Ausland zu gehen und sich entweder zur Ruhe zu setzen oder da nochmal neu anzufangen. Ich habe es gerade eben schon genannt, kaum ist in Deutschland eine Krise, auch schon eine viel kleinere Krise als die wir jetzt momentan erleben, wird sofort von höheren Steuern gesprochen. Es ist wie ein Reflex bei unseren Politikern. Deutschland steht ohnehin schon vor ganz enormen finanziellen Herausforderungen. Wir haben eine alternde Bevölkerung, steigende Sozialkosten, eine schwache Wirtschaftsdynamik und jetzt auch noch einen gigantisch wachsenden Verteidigungshaushalt. Wenn jetzt zusätzlich eine Energiekrise dazu kommt, entsteht politischer Druck natürlich, wie immer, neue Einnahmequellen zu erschließen. Typische Maßnahmen, die dann diskutiert werden, sind eben Lastenausgleiche, Vermögenssteuer, höhere Erbschaftssteuer, stärkere Besteuerung von Kapital, verschärfte Meldepflichten und so weiter und so fort. Es gibt ja eine ewig lange Litanei, die hier immer runtergebetet wird von unseren Politikern, die an der Macht sind und die nicht mehr in der Lage sind, das Schiff noch zu wenden. Das sollte für viele Vermögende, möglicherweise auch für dich, Anlass genug sein, sich zu überlegen, ob es jetzt nicht besser ist, die Reißleine zu ziehen und Deutschland zu verlassen. Ein weiteres Problem ist natürlich der Euro. Europa ist ein Nettoimporteur von Energie. Kommt es zu einer Energiekrise, verschlechtert sich die Handelsbilanz, der Wert des Euro gerät unter Druck, der Wert des Euro sinkt. Das heißt, wenn du in Euro investiert bist, kommt es zu Kaufkraftverlust, Wertverlust von Eurovermögen und du hast bessere Perspektiven in Dollar- und Rohstoffwährungen. Möglicherweise ist es also an der Zeit, dein Vermögen zu diversifizieren. Raus aus Euro-Werten hin in Werte, die in anderen Währungen, zum Beispiel Schweizer Franken oder US-Dollar, gehalten werden. Nicht zu unterschätzen sind auch die geopolitischen Risiken. Wir sehen es jetzt ja, wie viele Schiffe dort am Golf anlaufen, aus wie vielen verschiedenen Ländern. Italien, Großbritannien, Frankreich, Niederlande. Sogar ein deutsches Schiff ist ja momentan in Zypern, auch wenn man angeblich nur auf der Durchfahrt ist. Eine deutsche Fregatte befindet sich dort momentan in den Gewässern vor Zypern. Selbst grüne Politiker sprechen schon davon, dass es möglicherweise zu einem NATO-Bündnisfall kommen könnte, selbst wenn das Herr Pistorius ausschließt. Das hätte verstärkte Terrorrisiken zur Folge, neue sicherheitspolitische Spannungen und natürlich auch hier weitere Verteidigungsausgaben. Und natürlich würde es ebenso die Debatte um die Wehrpflicht wieder anheizen. Ich bin der Meinung, Deutschland soll die Wehrpflicht abschaffen. Ich finde es absolut legitim, wenn dort junge Menschen in Deutschland demonstrieren gegen die Wehrpflicht. Ich halte das für ein absolutes Unding. Man sollte eine professionelle Berufsarmee etablieren und man sollte die jungen Leute in Ruhe lassen. Die Wehrpflicht macht in kleinen Ländern wie zum Beispiel Israel oder auch der Schweiz Sinn oder auch in manchen skandinavischen Ländern, weil die Bevölkerung ja sehr klein ist. Aber eine Wehrpflicht ist in einem Land wie Deutschland, was eine große Bevölkerung hat, völlig unsinnig. Du musst dir überlegen, weil du dich, deine Familie und dein Vermögen diesen Risiken weiter aussetzen willst. Und natürlich müssen wir ebenso damit rechnen, dass Staaten in Krisensituationen finanzielle Kontrollen erhöhen. Wir haben es ja erlebt, zum Beispiel nach dem 11. September. Die EU hat ja bereits zahlreiche Instrumente eingeführt, immer strengere Geldwäschevorschriften, Transparenzregister, Meldepflichten, die Einführung des digitalen Euro. Geopolitische Krisen werden solche Entwicklungen beschleunigen. Das Netz wird sich immer schneller, immer weiter zuziehen. Du hast immer weniger finanzielle Privatsphäre, der Staat weiß immer mehr über dich. Du hast höhere Compliance-Kosten und allgemein eingeschränkte Flexibilität und der Staat wird dieses Wissen gegen dich verwenden. Er wird es verwenden, um auf dein Vermögen zuzugreifen und um den Sozialstaat, der immer weiter bezahlt werden muss, egal wie groß die Krise ist, irgendwie noch finanzieren zu können. Ich kann dir nur empfehlen, diese weitere Krise nur wenige Jahre nach der Covid-Krise als ein deutliches Warnsignal zu interpretieren, dich international zu diversifizieren. Mehrere Wohnsitze, internationale Firmenstrukturen, mehrere Bankkonten in verschiedenen Ländern, Aufenthaltstitel, Staatsbürgerschaften, Vermögenswerte in verschiedenen Rechtsräumen. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Weltregionen gleichzeitig von einem Krieg betroffen sein werden. Je mehr du diversifizierst, desto mehr kannst du dich schützen. Dann wird vielleicht dein Vermögen in einer Region betroffen, aber dadurch, dass du global aufgestellt bist und eben nicht nur von einer Region abhängig bist, ist nicht dein gesamtes Vermögen betroffen, sondern nur ein Teil.
Wir haben ja heute das sehr große Problem, dass bei sehr vielen Vermögenden in Deutschland ein gigantisches Klumpenrisiko existiert. Alles ist investiert in Deutschland. Man hat möglicherweise mehrere Immobilien in Deutschland. Man hat ein Depot in Deutschland. Man hat in deutsche Aktien investiert. Man hat nur deutsche Konten. Man hat nur deutsche Wohnsitze. Man hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Dieses Klumpenrisiko kann in einer solchen Situation ein enormes Risiko darstellen. Geopolitische Risiken lassen sich eben durch Diversifikation reduzieren. Und am Ende, meine Lieben, geht es natürlich auch ganz klar um eine Frage des Vertrauens. Am Ende spielt eben auch eine psychologische Komponente eine ganz wichtige Rolle. Wenn immer mehr Menschen, insbesondere Leistungsträger, den Eindruck gewinnen, dass das eigene Land wirtschaftlich an Dynamik verliert, politisch instabil ist, immer höhere Abgaben verlangt werden, dann beginnen diese Menschen, insbesondere diese Leistungsträger, über Alternativen nachzudenken. Natürlich ist der Iran-Konflikt dafür nicht der Auslöser, sondern es ist ein Ereignis, das bestehende Sorgen verstärkt. Daher für die meisten unserer Mandanten, auch für viele in dieser Community, sind die eigentlichen Konsequenzen und die eigentlichen Risiken nicht der Krieg selbst, sondern die strukturellen Folgen. Energiepreisschocks, wirtschaftliche Schwäche, mögliche Steuererhöhungen, Euro-Risiken, Wehrpflicht, zunehmende Regulierung. Und mir ist natürlich klar, deswegen wird jetzt nicht jeder sofort Deutschland verlassen. Wobei ich denke mir, dass das auch passieren wird. Das haben wir auch bei Covid gesehen. Sehr viele haben dann in dem Moment Deutschland verlassen. Vielleicht etwas zu vorschnell, vielleicht hätte man das lieber etwas besser geplant. Selbst wenn du jetzt nicht sofort daran denkst, auszuwandern und erstmal abwarten willst, dann wird es jetzt höchste Zeit, über einen Plan B nachzudenken. Denn wenn die Krise noch weiter eskaliert, wir haben jetzt ja schon laufende Eskalationen in den letzten Jahren erlebt. Erst hatten wir Covid, dann den Krieg in der Ukraine, jetzt dieser Krieg hier. Wir reden jetzt ja praktisch über 6, 7 Jahre ständiger Eskalation. Das heißt, gerade wenn du vermögend bist, wenn du ein Leistungsträger bist, wenn du Unternehmer bist, Investor, Freiberufler, Privatier, dann solltest du das zum Anlass nehmen, dir wirklich dein Setup einmal anzuschauen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie man einer solchen Situation begegnen kann, wie man sich absichern kann, wie man sich schützen kann. Wenn du vermögend bist, dann hast du Optionen. Aber das Problem ist, wenn die Situation immer weiter eskaliert und immer mehr sich dann mit solchen Modellen befassen und immer mehr dann zum Beispiel zweite Pässe beantragen, Konten eröffnen im Ausland, dann verlängern sich dort die Wartezeiten, dann werden dort die Kriterien verschärft und deswegen ist es besser, damit so früh wie möglich anzufangen. Das Beste wäre, du hättest damit vor 10 Jahren angefangen, aber der zweitbeste Zeitpunkt ist natürlich heute. Unser Seminar in Zürich ist eine super Gelegenheit dafür, aber natürlich muss es nicht das Seminar sein. Du kannst auch direkt ein Beratungsgespräch mit mir und meinen Kollegen buchen. Ich habe Deutschland und die EU schon vor 26 Jahren verlassen, nicht weil ich diese konkreten Krisen absehen konnte, sondern weil ich mich schon damals über die Zugriffigkeit des Staates und der EU geärgert habe. Und das hat sich ja in den Jahren nur immer weiter verschlimmert und deswegen bin ich heute Gott froh, dass ich diesen Schritt vor 26 Jahren gemacht habe. Wie gesagt, wir sind heute und hier. Dein Weg fängt heute an. Heute ist der zweitbeste Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Wir helfen Mandanten genau seit 20 Jahren mit solchen Vorhaben. Steueroptimierung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaft, internationale Vermögensdiversifikation, Schutz vor der Zugriffigkeit des Staates und der EU. Schau dir unsere Videos an, lies unsere Webseiten, dann weißt du, von was wir sprechen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.